Hallo liebe Leute, ein neues Video zu FreeCAD. Ich will es jetzt mal nicht Tutorial nennen. Hier möchte ich zeigen, wo die Grenzen von FreeCAD sind, wo was noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und wo ihr halt aufpassen müsst, wenn ihr konstruiert. In der Version 19 sind ja diese Helixen im Part-Design dazugekommen und mit denen muss man wirklich stark aufpassen. Ich starte jetzt mal gerade FreeCAD. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. So, da haben wir einmal die FreeCAD 19 in der aktuellen Version. Dann haben wir die Version 20, die haben wir da. Und dann habe ich hier unten noch die FreeCAD ASM. Das ist die Linkstage genannte Version oder auch Real Thunder Version, weil der Junge, der das programmiert, Real Thunder mit Kurznamen oder wie heißt Spitznamen heißt oder sich so nennt. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis die ganzen Versionen oben sind. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, die parallel zu starten. Der 1920er hatte ich schon mal laufen, ob die Linkstage mal gucken. Das scheint alles einwandfrei zu funktionieren. Also hier habe ich jetzt meine Version. Ich mache mal oben noch die Tastenbefehle an, dass ihr seht, was ich tippe. Und ich fange mal an in der 19er und wir machen jetzt dreimal genau dasselbe Objekt. So, und zwar, ich habe mir überlegt, so eine Rendelmutter, die sieht anders aus, als ich die damals konstruiert habe. Da habe ich ja einfach so was wie ein Zahnrad da drauf gemacht. Das kann man zwar dann besser drehen, aber eine Rendelmutter ist das nicht. Und dann legen wir los. Also hier machen wir einmal neu, Steuerung N, kann man da einfach drücken. Und wir erzeugen einen neuen Körper und darauf eine neue Zeichnung. Die kommt auf die XY-Ebene und dann machen wir einen Kreis mittig. Der kriegt einen Durchmesser. Hier auf Durchmesser umstellen von 30 mm. So, das wird geschlossen. Das wird eine Aufpolsterung von 25 mm. Das soll jetzt die Rendelmutter werden. Wobei Mutter ist es im Moment noch gar nicht. Es soll nur außen die Rändel, die will ich da drauf konstruieren. Und ich habe mir überlegt, man könnte so einen Rändel gut mit vielen Helixen machen. Und da lege ich jetzt mal los. Wir erzeugen zunächst eine weitere Zeichnung. Und dazu mache ich einmal diese Ebenen hier sichtbar. Das muss ich nicht unbedingt. Das macht er auch selbst, wenn ich jetzt hier sage, ich will eine neue Zeichnung machen. Dann werden die eingeblendet und dann kann ich hier die XZ-Plane, das kann ich auch hier machen, XZ-Plane und OK. Und da soll diese Zeichnung drauf. So, diese Zeichnung, das wird erstmal ein Kreis. Und der kriegt einen Abstand von der Mittellinie von minus 15 mm. Das hat jetzt nicht geklappt, minus 15 mm. Jetzt aber. So, dann kriegt der einen Durchmesser von, sagen wir mal, 2 mm und dann hier nach unten. Das gibt einen Abstand von 2,2 mm. So soll der zum Beispiel hinkommen. Dann und da mache ich jetzt meine erste Helix mit. Einfach schließen, auswählen, Helix wählen, beziehungsweise ich will nicht eine solche Helix wählen. Ich habe jetzt einmal falsch geklickt, aber das ist nicht weiter schlimm. So, da ist die Helix, da machen wir abbrechen. Nochmal, ich möchte natürlich eine abzuziehende Helix wählen. So, da sind wir. Diese Helix, beziehungsweise da ist er. So, die kriegt jetzt erstmal eine Höhe von, das Ding ist ja 25, unten habe ich 0,2 mm. So, wie hoch wird die denn? Also, die wird hoch
25 minus einmal die 2 mm, also 23 minus 0,4, also 22,4 mm. Einfach einmal kalkulieren lassen. Da sieht man, er tut auch was. Können wir uns auch hier immer gut anzeigen lassen. So, da sind wir jetzt aber schon fertig mit. Ich soll ich wieder dahin verschieben. So, das ist jetzt diese Helix. Ja, die steht oben ein bisschen über. Also die 22,4, die reichen da nicht. Warum nicht? So. Einmal nochmal die Zeichnung anschauen. Ich lasse die jetzt erstmal berechnen. So, hier ist die Helix und ich weiß schon, was ich da falsch gemacht habe. Und zwar der Sketch hier, der ist so, wie er da erstellt ist, falsch. Und zwar nicht 2,2, sondern es sind nur 1,2 mm, weil ich will ja nur diesen Radius. Der Radius ist 1 mm, nicht 2 mm. Okay, schließen wir das Ganze nochmal. Weltweites Warten. So, das sieht schon besser aus. So wollte ich das haben. Und eigentlich ist das eine subtraktive Helix und die wird jetzt aber addiert. Ja, toll, ne? Lassen wir es nochmal neu berechnen. Also nicht zu gebrauchen. So, je nachdem, wie man hier den Sketch wählt und wie man die Größenverhältnisse wählt, kann das schon funktionieren. Ich gehe jetzt hier einmal Doppelklick, weil ich will gar nicht diesen Pitch hier haben. Ich will einen Pitch haben von 25 oder genau von den 22,4. Versuchen wir das mal. Jo, das sieht schon besser ein. Da fräst er wirklich rein. Und da möchte ich jetzt ja sowas wie eine Rendelmutter rausmachen. Und zwar folgendermaßen, dass ich einfach diese Helix hier selektiere. Und dann machen wir hier von Polaris Muster. Einmal anklicken. Dann subtraktive Helix, das ist richtig, aber nicht senkrecht zur Skizze, sondern um die Z-Achse. So, jetzt haben wir hier 2 Helixen. Ich will aber 8 haben. Also machen wir hier die Zahl 8. So, das klappt auch noch soweit. Wenn man sich das hier so anguckt, ist das auch durchaus korrekt. So, jetzt möchte ich aber, das ist ja keine Rendelmutter. Das ist ja ein Ansatz. So, das heißt, diesen Sketch hier, den möchte ich jetzt kopieren. Einmal STRG C. Dann geht man hier einmal auf den Pfeil, wählt die Plane hier, deselektiert die, dann einmal OK drücken. Einmal dann STRG V. Dann ist hier der Sketch und den kann ich jetzt hier in den Körper reinziehen. Ein bisschen warten. Gucken, ist er drin? Ja, er ist drin. So, das ist jetzt der Sketch, der hängt genauso da unten dran. Und da möchte ich jetzt in die andere Richtung eine Helix machen. Also wiederum eine solche Helix wählen. Okay, da haben wir jetzt wieder die Werte, die Höhe. Das werden wieder die 22,6 waren das, wenn ich mich recht entsinne. So, jetzt ist die fertig. Dann machen wir hier den noch auf 25.
Ja, jetzt hat er die nochmal da reingesetzt. Dann können wir hier nochmal... Oh ne, brauchen wir nicht. Machen wir einmal hier Doppelklick und gehen hier auf Left-Handed. Nicht Reverse, sondern Left-Handed. So. Das sieht gut aus. So möchte ich das haben. Und einmal OK. Da sagt er, das wäre kein Solid, was daraus entsteht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Operation hier das Teil so auseinander säbelt, dass dabei mehrere Teile entstehen würden. Machen wir mal abbrechen. Ich mache jetzt zur Sicherheit, wir nehmen die erstmal wieder raus. Den Sketch auch. Ich ändere jetzt den Sketch hier ein bisschen ab. Und zwar, da zeichnen wir jetzt noch ein paar Linien dran. Einmal so und einmal so. So, die Linien hier, die werden vertikal damit verbunden und damit können wir hier die Länge noch definieren. 4 zum Beispiel. So, dann muss das hier noch aufgetrennt werden. Da bitte. So, mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Ja, das sieht gut aus. Wir nehmen jetzt einfach diese Zeichnung, um da gegebenenfalls besseres Werkzeug zu haben für diese Aushöhlungen. So sieht das aus. Und das Polar Pattern, das klappt jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weiß ich nicht. Gehen wir raus, selektieren die und machen nochmal ein Polar Pattern. Wo bist du? Polar Pattern, da ist das Polar Pattern. So, der wird zur Basis Z-Achse. Okay, und da sieht man schon, das ist schon wieder Müll. Gut, machen wir abbrechen. Versuchen wir jetzt den Sketch hier noch ein wenig anzupassen. Das heißt, ich lasse ihn jetzt nicht minus 15, sondern minus 14,8 mm, sodass der Kreis da komplett drin liegt. Vielleicht gibt das ja ein besseres Ergebnis. Mal abwarten. Also das ist schnell berechnet. Machen wir nochmal ein Polar Pattern von dieser Helix. So, wieder hier auf die Basis Z-Achse. Und wieder Müll. So, dann, was kann denn noch sein? Wir haben hier nochmal die Zeichnung, dann machen wir hier mal minus 15,2 mm. Also, dass der Kreis da nicht komplett reinschneidet. Polar Pattern. Und wiederum Basis Z-Achse. Jo, das scheint besser zu funktionieren. Also ist ja immer noch ungefähr das, was ich haben wollte. Okay, dann einmal okay. Quatsch, wir wollen ja davon 8 Stück machen. Also hier die Zahl 8. Dann sieht man gleich auch, ob das dann wieder funktioniert. So, das mal gerade hier so rumgehen. Ob überall geschnitten worden ist. Ja, sieht gut aus. Also machen wir diesen Sketch jetzt wieder eine Kopie. Auf dieselbe Art. Einmal STRG V. Sketch in den Körper reinziehen. Und dann können wir den kurz sichtbar machen. Da unten ist er, der Sketch.
Den will ich jetzt in die andere Richtung halt eine Helix draus machen. Das heißt, wir machen wieder eine abziehende Helix. Setze ich das direkt auf Left-Handed um. Und dann wieder die Werte hier ändern. Das hier, das waren die 22,6 mm. Pitch 25. Okay. So, das sieht ganz vernünftig aus. Dann lassen wir den mal arbeiten. Ja, das sieht bisher hier ganz vernünftig aus. Da muss man hier natürlich schon ein bisschen genau gucken, weil das in der Ansicht schon schwierig ist zu erkennen. Einmal hier oben. Ich glaube, den Pitch bei der ersten habe ich anders gewählt. Kann man mal gerade schauen, die Zeit muss sein. Ich kann es hinterher schneller machen. Also die subtraktive Helix, die erste hier, die habe ich auch 22,4 gewählt. Okay, dann machen wir das hier auch. Pitch 22,4. So, und da sieht man, das klappt schon wieder nicht. Da macht er, was er will. Hier habe ich 22,6, da 4. Ja. So, da sieht man wieder komplett gesägt. So, ich mache die jetzt mal wieder sichtbar hier. 22,4, 22,4. Vertikale Skizzenachse. So, dann das Polar Pattern. 8 Stück davon. Da ist noch alles in Ordnung. So, dann die dazu jetzt anmachen. Die ist auch 22,4, aber linkshändig. Und die zersägt das Teil. So, es braucht ja hier schon lang genug. Man kann jetzt überlegen, okay, ich stelle in den Einstellungen hier im Part Design Modus die Tessellierung größer ein, dass er vielleicht besser rechnet. Ich glaube aber nicht daran, dass es was bringt. Also hier, da machen wir jetzt 2% und hier 2,5 Grad anwenden. Okay. Das kann jetzt, wenn man Pech hat, 4-mal so lange dauern. Tut es aber nicht, geht genauso schnell und funktioniert auch nicht. Okay, also Version 19 kann ich das so nicht konstruieren. Schauen wir in der 20er. Okay, Datei neu und ein Body, eine Zeichnung auf die XY-Plane. Die kann man auch hier auswählen. Und ein Kreis, der kommt hier hin. Das wird ein Durchmesser von 30 mm. Schließen. Hier wechseln auf Modell. Der Sketch wird aufgepolstert um 25 mm. Und dann machen wir hier auch eine neue Zeichnung hin. Die kommt auf die XZ-Ebene. Und dann wird jetzt, da fangen wir jetzt direkt an mit der Zeichnung, die ich zuletzt verwendet habe. Das heißt, ein Kreis, der hat einen Durchmesser von 2 mm. Und da kommen die Linien dran. Na, wo haben wir euch? Hier. So, so, so. Das ist natürlich horizontal. So, die hier, die sind vertikal. Da müssen alle 3 selektiert sein, vertikal.
So, der wird rausgeschnitten. Da ist er. So, und der wird vertikal. So, den habe ich gemacht, glaube ich 4 mm. So, dann hier der Abstand von dem. Da mache ich jetzt direkt das Maß, was ich zuletzt genommen habe. Das heißt, minus 15,2 mm waren das, wenn ich mich recht entsinne. Und das Maß hier, das waren die 1,2 mm. So, schließen. Und genauso die abziehende Helix wählen, das ist die hier. Sieht erstmal alles gleich aus, das heißt, wir machen jetzt hier direkt 22,4 und 22,4. Das ist aber 22,6. Jetzt sieht man auch, okay, wir machen es hier mal mit 22,6. 22,6. So, dann hätte da oben genauso dicht daran auf wie hier unten. Dann machen wir hiervon ein polares Muster. Basis Z-Achse und 8 Stück. So, das sieht erstmal sehr vergleichbar aus zur Version 19. Da gehen wir jetzt wieder hier drauf. Das hier sieht glatter aus in der Darstellung. Achso, wir müssen den Polar Pattern auswählen. Das sieht glatter aus. Wahrscheinlich andere Einstellungen bei der Darstellung. Können wir mal gerade reinschauen. Hier haben wir ja gerade reingeschaut. Gucken wir einmal hier. Bearbeiten, Einstellungen und Part Design, Formansicht. 28,5 Grad. Da haben wir, glaube ich, 2,5% gehabt und da 2,5 Grad. So, einmal neu berechnen lassen. Ich gehe aber gerade nochmal da rein, ob er das übernommen hat. Part Design, Formansicht 2,5%, 2,5 Grad. Bearbeiten, Einstellungen, Part Design 2%, 2,5%. Okay, aber das macht jetzt den Kohl da auch nicht fett. Ich muss das hier irgendwie dazu bringen, dass es neu berechnet wird. Bearbeiten. Okay, wir machen einfach die Kopie hier rein und dann wird das schon klappen. Das heißt, ich kopiere diese Zeichnung hier. Dann wieder die weg. Okay, Steuerung V. Die hier reinziehen in den Körper und machen wir sichtbar. Jetzt rechnet er erstmal neu. Ja, mit dieser Darstellung hier im Hintergrund, dass es so krisselig aussieht, das muss eine andere Sache sein. Okay, versuchen wir, ob wir trotzdem weiterkommen. Das heißt, dieser Sketch, der soll wieder eine Helix werden, die abgezogen wird. Oder Wendel wird es hier genannt im Deutschen. Okay, da ist die Wendel. Die wird linksgängig. Okay, dann haben wir hier die Steigung und die Höhe. Das heißt, wir machen die Höhe erstmal die 22,6. Okay, das sieht noch gut aus. So, dann machen wir hier das auch, die Steigung auch 22,6. Und wie wir sehen,
Das sieht mir auch nicht richtig aus. Der startet da ganz gut. Aber das hier kann schon eigentlich nicht mehr so ganz stimmen. Und da ist er schon wieder irgendwie völlig daneben. Das heißt, auch da kommt nicht das raus, was ich gerne haben möchte. Und in der Link Daily Version sieht es nicht besser aus. Das heißt, wenn wir hier reingehen, Datei neu und halt einen neuen Körper, eine neue Zeichnung. So, die muss man hier jetzt, da kommt nicht diese Einblendung hier, das heißt, die wähle ich hier aus. Und da steht, dann können wir OK drücken. Hier genauso der Kreis, der wird auch bemaßt auf die 30 mm. So, wir können die Zeichnung schließen, Zeichnung aufpolstern um 25 mm. Und OK. Das ist genauso wie beim anderen auch. Dann eine neue Zeichnung. So auf der XZ-Ebene. Okay. Da war jetzt genau dieselbe Zeichnung rein. Das heißt Kreis, Durchmesser 2 mm. Wir zeichnen jetzt wieder die Linien da dran. So, die beiden, die werden zum Mittelpunkt hier vertikal verbunden. Das Maß hier, das wird 4. Und das kommt weg. Das haben wir da. So, und dann die Maße, die Abstände, das zu dem Abstand minus 15,2 mm und das Maß zu dem 1,2 mm und schließen. Dann machen wir hieraus eine abziehende Helix. Und dann muss man jetzt hier unten ein bisschen gucken. Höhe, Steigung 22,6, Höhe 22,6 und OK. Okay, das sieht genauso aus. Wenn man das hier selektiert hat, dann sieht man, dass so durchscheint, ist gar nicht schlecht. Und dann kann man die Helix selektieren. Davon eine, das haben wir hier, auch ein polares Muster machen. So, da muss man jetzt hier ein bisschen runter ziehen, dass man da hinkommt um die Z-Achse. Und der hat den Unterschied, der schreibt hier 1 rein. Das heißt, erstmal sieht man gar nichts. Und dann braucht man gar nicht erst die 2 zu sehen, sondern man kann direkt auf die 8 gehen. Und macht dann auch eine schöne Vorschau. Rechne jetzt, ne, jetzt muss man einmal OK drücken. Und jetzt rechnet er. So, das sieht so aus. Im Prinzip okay. So, dann wird die Helix genommen, der Sketch kopiert, genau wie man das vorhin gesehen hat. Die Plane weg, einmal OK, Steuerung V, den Sketch hier in den Körper reinziehen. Da ist er. Dann können wir davon eine neue abzuziehende Helix machen. Da wird ein bisschen was zu rechnen. Da wird die Helix hier angezeigt. Das heißt, wir machen hier 22,6 linksgängig. Steigung 22,6 und
Okay. Nett bei dieser Version ist, dass man hier nachträglich umstellen kann, ob man etwas subtraktiv oder additiv haben möchte. Aber man sieht direkt hier, auch da wird es einfach Müll. So, das ist jetzt überhaupt gar kein Programmierfehler in FreeCAD, sondern das liegt daran, FreeCAD benutzt eine 3D-Engine, die heißt Cascade oder Open Cascade, und das auf der basiert dieser 3D-Kern. Und wenn es solche Fehler gibt, dann müssen die bei denen solche Fehler melden, und die beheben die dann. Da FreeCAD aber den als Open Source, also unbezahlt benutzt, wird dem auch nicht so die riesige Priorität zugewiesen. Wobei natürlich FreeCAD schon mit das bekannteste Programm ist, was auf dieser 3D-Engine basiert. Also wie ihr seht, manche Sachen, da könnt ihr so gut und richtig konstruieren, wie ihr wollt. Die funktionieren einfach nicht. Und das wird nicht das einzige sein. Die Helix scheint dafür prädestiniert zu sein, weil die ist auch erst in der Version 19 hinzugekommen und wahrscheinlich auch erst, weil es da in der Cascade Engine Funktionen dafür gegeben hat, und die sind eben noch nicht ausgereift. Okay, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, lasst gerne ein Abo da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!